Es gibt Unmengen an Dingen in unserem Leben, die typisch für uns sind. Vielleicht auch Dinge, die zeigen, dass wir mehr gemeinsam haben, als wir dachten. Auch wenn wir sie manchmal abstreiten würden. Wie zum Beispiel beim Telefonieren ganze Marathons laufen und anderen Leuten damit auf den Sack gehen. Saft oder Milch direkt aus der Packung im Kühlschrank trinken und danach wieder heimlich zurückstellen. Heimlich das Badschränkchen durchsuchen, wenn man bei Freunden aufs Klo geht. Harmlose Krankheiten googeln und sich danach sehr, sehr krank fühlen. In der Dusche pissen. Ich weiß, dass ihr das tut. Das meiste klingt jetzt vielleicht ein bisschen lächerlich, aber was ist, wenn ich euch sage, dass manches, was typisch für uns ist, eine wichtige Rolle spielen kann? Und ja, jetzt fängt eigentlich erst das Video richtig an. Intro. Ich habe gar kein Intro. Nummer 1. Jeder hat auch diesen einen Freund, der jederzeit, an jedem Ort, in jeder Situation einschlafen kann. Typisch für mich ist, dass diese Menschen immer Protagonisten meinen Kunstwerken zu Opfer fallen. Ungefähr so. Nee, Leute, es geht noch krasser. Sollen wir ihn aus Spaß raustragen? Okay. Naja, Kunst kann man das nicht wirklich nennen. Nummer 2. Was auch typisch für mich ist das Tanzen. Das hast du im letzten Video schon gesagt. Ja, aber dieses Mal geht es darum, dass man in eine Sache so viel Zeit, Kraft und Ehrgeiz steckt, Fehler macht und vor allem aus diesen Fehlern lernt, bis man einen Fortschritt erzielt. Egal wobei, ob bei Fußball oder Schminken, Kendama spielen oder Klavier spielen, in der Dusche pissen oder Tanzen? Das hast du eben schon gesagt. Und deswegen ist es wieder Zeit zu trainieren. Ich will auch breaken. Versuch es, komm! Jimmy, auch aus diesen Misserfolgen sammeln wir wichtige Erfahrungen. Nice. Danke. Boah, gibt es irgendeinen Menschen, der lauter niesen muss als ich? Ich glaube nicht. Nummer 3. Was auch typisch für mich ist, dass ich bei jeder kleinen Beschwerde die Symptome google und so lange Krankheitsbilder analysiere, bis ich mich schon fast wie ein Arzt fühle. Das geht mittlerweile schon so weit, dass ich Krankheiten mancher Freunde diagnostiziere, die eigentlich gar nicht krank sind. Nummer 4. Kennt das überhaupt jemand von euch? Flohmarkt? Ich kenn's. Typisch für mich. Ich war weniger derjenige, der gekauft hat, sondern eher derjenige, welcher einen Stand hatte. Einmal habe ich sogar für ein paar Cents damals, Pfennige hieß er sogar damals noch. Auf jeden Fall ging es so weit, dass ich etwas gekauft habe und noch ein bisschen teurer verkauft habe. Here comes the money. Here we go. Welcome to Juice Bazaar. Was ist das? Das ist hunderte von Jahren alt. Eine antike Suppenkelle. Seht ihr? Mann, dann habe ich meine immer falsch verwendet. Wie viel? 5 Euro. Ich habe aber nur 7. In Ordnung. Jamie, du bist wirklich der absolute Schnäppchenkönig. Wer von euch hat die Szene wiedererkannt? Schreibt's mal in die Kommentare. Nummer 5. Ob mit Pappe, Lego oder Eisstielen, ich habe eine ganze Wohnung damit eingerichtet. Auf jeden Fall gegen den Willen meiner Eltern. Aber alles, wo man tagelang dran gebaut hat, hat mir einfach herbe viel Spaß gemacht. Somit sind natürlich auch da die Kettenreaktionsvideos entstanden, wie man hier genau sehen kann. Würde ich ein bisschen mehr Zeit haben, würde ich glaube ich immer noch herumwerkeln, tüfteln und hantieren. Was sind das für komische Wörter? Das sieht auf jeden Fall so aus. Und warum stehe ich so weit weg? Daran hast du 3 Tage gesessen? Must go now, for people need me.
keinen Sinn. Ich weiß. Oh shit. Das war ein bisschen übertrieben, ich weiß. Aber jetzt mal den ganzen Spaß beiseite. Für jeden gibt es den perfekten Beruf. Keiner will sein ganzes Leben lang in einem Job arbeiten, der gar nicht zu einem passt, der gar keinen Spaß macht. Um herauszufinden, welcher Beruf richtig für dich ist, musst du erstmal herausfinden, was typisch für dich ist. Wenn meine Fähigkeiten, Interessen und Leidenschaften in meinem Beruf zu Trage kommen, ist dieser Beruf typisch ich. Wenn ihr auf den dummen Gedanken kommen solltet, aus einer schlafenden Person einen Sketch zu schreiben, seid ihr vielleicht auch eher künstlerisch kreativ engagiert. Ausbildungsberufe wie Mediengestalter für Bild und Ton oder Bühnenmaler wäre eventuell eine Option. Wenn ihr auch nur etwas besser tanzen könnt als Jimmy oder zumindest Spaß daran habt, auch wenn ihr mehr Zeit heulend auf dem Boden als in der Luft verbringt, dann solltet ihr euch mal den Beruf des Tanzlehrers anschauen. Ihr helft gerne anderen Menschen oder seht eure Aufgabe darin, für andere da zu sein. Ausbildungsberufe wie Notfallsanitäter, Altenpfleger oder Erzieher machen hierbei Sinn. Falls ihr meint, organisieren, verwalten, verkaufen ist eure Stärke, mag ein kaufmännischer Bereich vielleicht genau das Richtige für euch sein. Es gibt unzählige kaufmännische Berufsausbildungen wie zum Beispiel Einzelhandels- oder Bankkaufmann. Und wenn ihr handwerklich begabt seid und das nicht hinter Special Effects verstecken müsst, so wie ich, könnt ihr auch das in einem Ausbildungsberuf ausleben, wie zum Beispiel Kfz-Mechatroniker oder Gerüstbauer. Lasst mich wissen, was typisch für euch ist. Schreibt es in die Kommentare. Wo seht ihr euch in naher Zukunft? Um herauszufinden, in welcher Ecke deine Talente oder Interessen liegen, kannst du den What's Me Bot der Bundesagentur für Arbeit nutzen. Dies ist ein lustiges Frage-Antwort-Spiel, um in wenigen Schritten herauszufinden, was für ein Typ du bist und welcher Beruf zu dir passt. Probier's mal aus, alle Informationen findest du unten in der Videobeschreibung. Die erste Nachricht kommt von mir. Das war's auch schon mit dem Video und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann lasst einfach ein Abo da und wir sehen uns dann wieder nächste Woche, wenn es wieder heißt Songs in Real Life.